Hallo und willkommen in meiner Schmiede. Nach sehr langer Zeit widme ich mich mal wieder Saga und stelle eine 6-Punkte-Armee der Fürstentümer der Rus auf. Zeit also, einen Blick auf die Geschichte der Rus zu werfen. Den Anfang machen dabei Veteranen auf Pferden. Diese Droschina genannten Krieger bilden die Leibgarde des Kriegsherrn. Die Rus ist ein Gebiet in Osteuropa, das vom Volk der Rus bewohnt wurde. Deren Ursprung ist nicht ganz geklärt. Es gibt die Theorie, dass sie ursprünglich in Skandinavien lebten, weil die Skandinavier, die Wikinger, den sogenannten Weg der Vareger zu den Griechen befuhren. Der Weg der Vareger waren die Wasserwege Osteuropas und führten von der Ostsee bis ins Schwarze Meer. Eine andere Theorie besagt, dass die Rus ihren Ursprung in einem ostslawischen Volk haben, das entlang des Flusses Ros ansässig war. Der liegt südlich von Kiew. Als Rus wurden alle Herrschaftsgebiete der Rurikiden bezeichnet. Die Kiewer Rus war ein mittelalterliches Großreich auf dem Gebiet der Ukraine, Russlands und Belarus. Kiew war Sitz des Großfürsten und das politische und kulturelle Zentrum der Rurikiden-Dynastie, die nach ihrem Gründer Rurik benannt ist. Wie bereits erwähnt, hatte sich entlang des Weges der Vareger von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer eine Handelskette gebildet. Vareger bezeichnet nämlich nicht nur Krieger aus Skandinavien, wie sie in der berühmten Varegergarde in Byzanz gedient haben, sondern eben auch skandinavische Fernhändler, die den Dnepr und den Don entlang bis nach Byzanz handelten. Ihre erste Siedlung Ladoga gründeten sie an der Mündung des Wolcho in den Ladogasee. In Texten wird das Gebiet als Gardarike, also Reich an Burgen, bezeichnet. Bewohnt wurde es von slawischen, finno-ugrischen und baltischen Stämmen. Der Nestor-Chronik zufolge, das ist die älteste erhaltene slawische Quelle, riefen die verfeindeten Stämme der Ilmenslawen, Kriwitschen, Tschuden und Wes den Edelmann Rurik sowie seine Brüder Truvor und Sineus von der anderen Seite des Meeres, damit diese als Fürsten über sie herrschten. Man erwartete von dieser neutralen Herkunft einen dauerhaften Frieden. Und Rurik herrschte von 862 ab von Nowgorod aus, seine Brüder in Isoborsk und Belozersk. Die Herrscher gehörten laut der Nestor-Chronik dem Stamm der Rus an, den diese den Varegern zuordnet. Der Name Rus wurde dann, wie bereits erwähnt, auch ein geografischer Begriff, der das Herrschaftsgebiet der Rurikiden, wie die Dynastie genannt wurde, bezeichnete. Später wurde er dann auf den gesamten kulturellen Raum der Ostslawen angewendet. 882 eroberte Ruriks Feldherr Oleg Kiew und der Hauptsitz des Fürstentums wurde dorthin verlegt. Für Kiew sprachen dabei mehrere Gründe. Es gab eine gute Ost-West-Verbindung, außerdem konnte man die Dnepr-Mündung in ca. 48 Stunden per Schiff erreichen und damit byzantinisches Gebiet. Die Rus kontrollierten nun den gesamten Handelsweg von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer. Sie besiedelten das Gebiet und um diese Verkehrsadern herum wuchs der Staat, der in kurzer Zeit alle ostslawischen Gebiete umfasste. Im Norden grenzte das Fürstentum an die Ostsee, im Westen an das heutige Polen, im Süden an das Schwarze Meer und im Südosten an das sogenannte Wilde Feld. Das war der Name für die Steppengebiete, aus denen die turkstämmigen Nomaden immer wieder das Gebiet dieses neuen Staates überfielen. Der östliche Nachbar war das Reich der Wolga-Bulgaren. Im 10. Jahrhundert war das Kiewer Fürstentum auf dem Höhepunkt seiner Macht. Oleg von Kiew zwang dem Byzantinischen Reich nach einem erfolgreichen Feldzug einen Friedensvertrag auf, der Kiew viele Handelsprivilegien einräumte. Fürst Sviatoslav I. eroberte 965 das Kasarenreich und auch weite Teile des Balkans. Durch den auf Konstantinopel, also auf Byzanz ausgerichteten Handel, kam es trotz militärischer Auseinandersetzungen zu einer Annäherung, die schließlich zur Christianisierung unter der Herrschaft Wladimirs des Heiligen im Jahre 988 führte. Das Ansehen der Kiewer Fürsten wuchs und war so hoch, dass sie viele dynastische Verbindungen in ganz Europa schlossen. Das ging bis nach England und Frankreich. Die kulturelle Blüte erlebte das Kiewer Reich unter Wladimir dem Heiligen und Jaroslav dem Weisen. Dieser ließ im ganzen Reich Klöster, Kirchen, Schreibstuben und Festungsanlagen errichten. Außerdem ließ er als erster Herrscher die ostslawische Gesetzgebung schriftlich festlegen und gründete auch die erste ostslawische Bibliothek. Die Kiewer Rus war wie das Heilige Römische Reich deutscher Nation kein einheitlicher Staat. Die Gebiete wurden von einzelnen Rurikiden, also den Mitgliedern der Dynastie, regiert. Einer von ihnen erbte nach dem Senioratsprinzip die Großfürstenwürde. Anders als in großen Teilen Europas wurde hierbei kein Alleinerbe eingesetzt, das Gebiet auch nicht unter allen Erben in unabhängige Herrschaften aufgeteilt. Eine Aufteilung fand statt. Allerdings wurden die Gebiete den Nachkommen nicht fest zugesprochen, sondern nur auf Zeit. Starb zum Beispiel der Inhaber eines Fürstentitels, rückten alle Erbberechtigten eine Stufe auf. Normalerweise existierte ein besonders hervorgehobenes und mächtiges Fürstentum. Dieses fiel meistens an den ältesten Sohn,
so dass dieser die Oberherrschaft über die Gebiete seiner Brüder hatte. In der Kiewer Rus war dies der Titel des Großfürsten von Kiew. Allerdings hat dieses System zwei große Nachteile. Zum einen starben die ältesten Erbberechtigten logischerweise zuerst, was ein ständiges Aufrücken der Jüngeren bedeutete. Das hatte zur Folge, dass die wenigsten ihre Herrschaft festigen konnten oder überhaupt wollten, weil ja der nächsthöhere Fürstenrang schon wartete. Das andere Problem war, dass die Anzahl der Erben sehr schnell anstieg, weil nicht nur die Brüder der ersten Erbgeneration, sondern auch deren Söhne Teil dieser Erbfolge wurden. Dass es in diesem System ständig zu Streitereien und Konflikten kam, muss, glaube ich, an dieser Stelle nicht erwähnt werden. Allerdings stellten nicht nur innere Konflikte ein Problem für die Kiewer Rus dar. Durch die Grenze zum erwähnten Wilden Feld fehlten natürliche Barrieren, so dass die Einfälle von Reitervölkern wie den Kipchaken oder Alanen das Reich in einem dauerhaften Kriegszustand hielten. Zum Schutz vor diesen Überfällen wurden im Südosten Festungen gegründet und Verteidigungslinien wie die sogenannten Schlangenwälle errichtet. Sie waren ein System aus Festungswällen, das vor den Einfällen der Reiternomaden schützen sollte. Allerdings waren die Streitkräfte der Großfürsten den Reiterheeren in der Regel unterlegen. Die Auseinandersetzungen, die nach jeder Erbfolge kamen, traten ein Übriges, um das Reich in einem geschwächten Zustand zu halten. Großfürst Wladimir Monomach und sein Sohn Mstislav I. konnten das Reich unter ihrer Oberherrschaft einigen, aber nach ihrem Tod begann die Fürstenrolle Kiews abzunehmen, bis es zum endgültigen Zerfall der Kiewer Rus kam. Zeitgleich wanderten große Teile der Bevölkerung vom Südosten in den Nordosten ab. Sie versuchten so den ständigen Überfällen der Steppennomaden und den Feudalkriegen um den Großfürstenthron zu entgehen. Die Ländereien, in die sie zogen, nannte man das Land hinter den Wäldern. Entsprechend stieg das politische Gewicht dieser neu besiedelten Gebiete rasant an, denn die meisten Menschen lebten dann dort. 1169 eroberte der Fürst von Wladimir Susdal Kiew. Er löste die Großfürstenwürde von Kiew und regierte nun von Wladimir aus. Die instabile feudale Struktur erleichterte dann ab 1223 die mongolische Invasion der Rus. Die Eroberung und Zerstörung Kiews 1240 wird dann von manchen Historikern auch als das Ende der Kiewer Rus angesehen. Mit der mongolischen Invasion habe ich mich bereits in den Videos für die Mongolen für Bier und Brezel Tabletop befasst, das habe ich euch natürlich unten verlinkt. Zum Abschluss natürlich ein Blick auf die fertigen Krieger der Rus. Der Reiter mit der gelben Halbschabracke ist schon fertig gewesen, bevor ich dieses Video angefangen habe, aber der gehört hier zu diesem Punkt für Saga dazu. Deswegen sind es jetzt 4. Ich hoffe natürlich wie immer, dass euch das Video gefallen hat. Wenn es das getan hat, dann lasst mir einen Like oder Kommentar da, teilt das Video oder läutet die Glocke. Eben alles, was ihr so von YouTube kennt, und bis bald in meiner Schmiede.